Gesundheit braucht Verstand und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir widmen uns heute nochmal einem Thema. Es geht um einen Nerv, der Vagusnerv. Ihr kennt das, wenn jemand, obwohl richtig Stress da ist, trotzdem nur ruhig bleiben kann. Wenn ihr tief durchatmet, dass es euch dann gleich besser geht, wenn ihr unter Stress steht. Und dass ihr eure Stimmung, eure Verdauung, euren Herzschlag, die Funktion eurer inneren Organe, die Atmung, das Schlucken und alles, was da so wichtig ist in unserem Körper, dass das geregelt wird über einen Nerv. Der Vagusnerv ist ein besonderer Nerv in unserem Körper. Zum einen ist es ein Hirnnerv. Von den Hirnnerven haben wir 12. Die 12 Hirnnerven, die haben eigentlich die Eigenschaft, dass sie direkt aus dem Kopfbereich zum Gehirn führen und eigentlich diese Kopfregion auch nicht großartig verlassen, bis auf einen Accessorius, ist so ein assistierender Nerv, der geht auch dann bis zur Schulter in den Hals und so weiter. Aber die anderen Nerven, die haben ganz spezielle Aufgaben, dass sie für das Sehen zuständig sind, dass sie für die Augenbewegungen zuständig sind. Für die Augen gibt es sogar mehrere Hirnnerven, dass sie fürs Riechen, fürs Gleichgewicht, fürs Hören zuständig sind und so weiter und so weiter. So, also 12 Hirnnerven gibt, aber der Vagusnerv, der hat eine besondere Eigenschaft. Der verlässt nämlich den Gesichtsbereich extrem und reicht bis in den Körper, bis zu unseren Darm. Und das als Hirnnerv, also der eigentlich hier oben angesiedelt ist. Ja, und das Besondere ist, er geht einmal durch vom Gehirn, hat natürlich verschiedene Schaltstellen, ja, geht einmal durch den ganzen Körper, durch unseren Rachenraum, ganz wichtig, und versorgt die den gesamten Bereich der Speiseröhre bis zum hat er so kleine Abzweige zum Herzen, zum Magen und so weiter. Ja, also wirklich bis zum Darmbereich hinein reicht der. Und das ist ein Nerv mit einer besonderen Eigenschaft, nämlich ein parasympathischer Nerv. Parasympathischer Nerv bedeutet, dass es, wenn es einen parasympathischen Nerv gibt, gibt es auch einen sympathischen Nerv, also Sympathikus, Parasympathikus, 2 Nerven unseres autonomen Nervensystems. Das ist ein Nervensystem, auf das wir eigentlich gar keinen richtigen Einfluss haben. Ich will euch aber heute erzählen oder erklären, wie wichtig dieser Nerv in diesem Zusammenhang ist, was der eigentlich tut und am Schluss sage ich euch, was ihr tun könnt, um diesen Nerv zu beeinflussen, dass es euch gut geht und dass er möglicherweise bei ganz bestimmten Krankheiten zumindest zur Entlastung beitragen kann, wenn ihr ihn auf bestimmte Art und Weise angeht. Denn da habt ihr durchaus Einfluss drauf. Das erkläre ich euch am Schluss. So, aber bleiben wir erstmal dabei. Was hat der Nerv also für Aufgaben? Habe ich gerade schon gesagt, parasympathische Aufgaben. Parasympathisch bedeutet, wir können uns über diesen Nerv entspannen, beziehungsweise er sorgt dafür, dass wir uns entspannen können. Wir sagen immer Rest, Entagesse bedeutet entspannen und verdauen. Ja? Also der Nerv sorgt dafür, dass unser Körper in Ruhezustand kommt, in einen Zustand, in dem er sich Zeit nehmen kann für Erholung. So könnte man das sehen. Ja, demgegenüber steht der Sympathikus, also der sympathische Nerv. Das ist nicht so ein typischer Nerv wie der Vagusnerv, also da geht nicht so ein zweiter durch den Körper, sondern das ist eigentlich so ein zusammengefasstes Nervensystem. Die Schwerpunkte, die sind so rechts und links von unserer Wirbelsäule angesiedelt und gehen nach unten. Also die beiden stehen quasi in einer ständigen Abhängigkeit, denn der sympathische Nerv, der ist dafür da, wenn wir uns besonders schnell auf etwas konzentrieren müssen, weil wir gerade angegriffen werden, ja, dann entscheiden wir uns, ob wir besser schnell weglaufen oder ob wir den Angriff parieren und uns wehren. Und dann ist unser ganzer Körper unter Anspannung. Ja, alles ist bereit, dass wir diesen Kampf eingehen können und auch richtig reagieren. Also unser Körper ist darauf dann eingerichtet,
Das hat verschiedene Folgen, dass unser Herz schneller schlägt, ja, dass wir aufmerksamer sind und. Also eine ganze Reihe von Reaktionen in unserem Körper, in unserem gesamten Körper, von den Organen, die dafür sorgen, dass wir jetzt diesen Kampf da möglicherweise gewinnen oder besser uns aus dem Staub machen und ganz schnell laufen. Ja, so, und wenn wir dann gelaufen sind und haben das überstanden, das ist vorbei, also die Bedrohung ist vorbei, dann können wir uns ausruhen und dann ist das parasympathische Nervensystem in Einsatz. Jetzt gibt es aber Probleme, die dafür sorgen könnten, dass das parasympathische Nervensystem gar nicht so richtig in Aktion kommt. Und das wäre immer dann, wenn in unserem Körper auch irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn da Krankheiten wirken möglicherweise, ja, oder unter ganz bestimmten Stressbedingungen wird dieses parasympathische Nervensystem nicht aktiviert. Das heißt, wir ruhen uns nicht aus, diese Ausruhfunktion ist nicht da. Und die Ausruhfunktion ist eigentlich so eine Dauerfunktion, die überwiegend da ist, vielleicht besser gesagt, ja. Die ist überwiegend da und nicht die Stresssituation. Also, wir fühlen uns am wohlsten in der Situation, wo wir keinen Stress haben und unser Körper sich ausruht. Also die Belastung des Parasympathikus, dass wir uns nicht richtig ausruhen können, reduziert sich damit, dass unser Körper auch in einem Gleichgewicht, in einer Harmonie, in Homöostase ist. Ja? Unser Körper hat nämlich immer das Bestreben, dass in ihm alles in Ordnung ist. Da soll möglichst alles stimmen. Und sobald irgendwas nicht stimmt, fängt er sofort an, das zu reparieren oder macht irgendwelche Kompensationen, also irgendwelche Ausgleichsfunktionen, damit die Funktionen, die jetzt vielleicht gestört sind, doch ausgeführt werden können. Ja, also er ist ständig damit beschäftigt, alles in Ordnung zu halten. Das ist erstmal so die primäre Ausrichtung unseres Körpers. Ja, und da ist alles dran beteiligt. Der Nervus vagus, der hat jetzt eine ganz besondere Funktion, also ich habe schon gesagt, mehrfach gesagt, dass er eine besondere Funktion hat, aber er hat die Funktion auch, unseren Körper zu überwachen. Also er sorgt quasi dafür, dass unser Gehirn Informationen aus unserem Körper bekommt, also vom Herzen, von der Leber, vom Darm, Informationen aufsteigen zu unserem Gehirn. Und da gibt es einen Nervenkern, so einen ganz besonderen Nervenkern. Ja. Im Gehirn haben wir Nervenkerne und diese Hirnnerven insgesamt, die sind nicht noch mal mehrfach verschaltet, sondern die führen direkt zu Nervenkernen im Gehirn. Andere Nerven in unserem Körper sind noch mal im Rückenmark verschaltet oder irgendwo, da gibt es auch noch Nervenkerne, ja, über die das dann läuft und dann erst und noch einen zweiten Nervenkern und dann erst zum Gehirn ankommt. Aber diese Nerven, diese Hirnnerven, gehen direkt ins Gehirn. Deswegen heißen die übrigens auch so, ja, weil die diese Besonderheit haben. Also das ist die Schnellleitung zum Gehirn, ohne Umwege, ohne Umschaltung. Und das hat der Nervus vagus halt auch und bringt die Information von meinen Organen zum Gehirn. Und wenn es da irgendwelche Abweichungen gibt, dann versucht unser Gehirn über Weitergabe an einen anderen Nervenkern, also die beiden hängen zusammen, und zwar im Hirnstamm, so im elementarsten Gehirn des Menschen, also im elementarsten Gehirn, was überhaupt in der Evolution entstanden ist, in dem Grundgehirn könnte man sagen, das heißt auch Reptiliengehirn. Da ist es angelagert und diese beiden Nervenkerne, die sprechen quasi miteinander und sagen, ja, pass auf, ich habe das im Körper festgestellt und der andere Nervenkern ist dann dafür zuständig, dass die Informationen, die der Nervus vagus aufgenommen hat, wieder über den Nervus vagus abgeleitet werden in den Körper und da zu Regulierungen, kommt. Also diese Doppelfunktion, die der Nerv hat, die ist auch nicht gerade typisch, ja, dass er quasi ein Nerv ist, der Informationen auf dem Körper aufnimmt und zum Gehirn führt und dann vom Gehirn wieder die Information in den Körper gebracht wird, damit hier eine Reaktion, eine Anpassung da stattfindet, wo irgendwas nicht stimmt oder eine andere Regelung, weil ich mich gerade angestrengt habe, ich habe gerade Sport gemacht, dann schlägt mein Herz halt schneller und meine Atmung geht schneller und so weiter. Und das muss wieder viel koordiniert werden in meinem Körper und dafür sorgt halt dieser Nerv. Ja? Und darüber hinaus gibt es so eine
eine Information vom Darm zum Gehirn, ständig eine Absprache, weil im Darm findet noch was Besonderes statt. Da wird Serotonin gebildet und davon profitiert unser Gehirn auch. Da ist nämlich so ein Stimmungshormon, dass wir auch eine gute Stimmung haben. Dazu brauchen wir Serotonin. Und der Hauptteil wird im Darm produziert und unser Gehirn, da wird es auch produziert, aber die tauschen sich auch aus hinsichtlich der Mengen. Ja, der Darm spielt ja auch noch eine große Rolle beim Immunsystem. Und möglicherweise auch da gibt es eine Information, eine auf- und absteigende Information vom Gehirn, wenn es um Immunreaktionen geht. So ganz genau hat man das alles noch nicht rausgefunden. Aber man erahnt schon sowas. Es spielen jetzt auch ganz neue Dinge hinein, wie Mikrobiom und so weiter, was man übrigens sogar auch im Gehirn gefunden hat und gar nicht weiß, wie kommt das denn eigentlich dahin. Also Bakterien, wo man sagt, ja, die haben so in einem Organ, direkt in einem Organ, was steril ist, haben die eigentlich gar nicht zu suchen. Aber man hat jetzt neue Forschungsergebnisse haben aufgezeigt, dass sie tatsächlich auch im Gehirn gibt. Und wie sie da hinkommen, rätselt man noch. Aber man könnte sich Wege vorstellen, wie das passieren kann. Vielleicht spreche ich noch mal darüber. Gut, aber bleiben wir noch mal bei unserem Nervus vagus, der also jetzt dafür zuständig ist, sowohl die Information nach oben zu bringen, zu unserem Chef hier, zu unserem Gehirn und vom Gehirn wieder in den Körper und da die Regulatorien vorzunehmen. Jetzt kommen einige auf die Idee und sagen, ja, so ein Nervus vagus, weil das so ein besonderer Nerv ist, den stimulieren wir jetzt mal, damit es uns besser geht. Das wird übrigens auch in der Medizin in verschiedenen Bereichen gemacht, so bei extremen Erkrankungen, wo Medikamente nicht mehr anschlagen. Da arbeitet man auch mit einer elektrischen Stimulation, also natürlich mit ganz kleinen Strömen, dieses Nervus vagus. Teilweise wird das sogar implantiert, also ein Gerät, was unter der Haut ist und kleine Ströme abgibt auf den Nervus vagus. Das macht man zum Beispiel bei Epileptikern, also bei schwerer Epilepsie, bei Schmerzen, bei starker Migräne, bei Depressionen. Werden solche Behandlungen häufig vorgenommen. So richtig wirksam, hohe Wirksamkeiten kann man damit nicht unbedingt nachweisen, aber zumindest bei Depressionen und bei Epilepsie sind sind es schon manchmal Verbesserungen, bei anderen Störungen nicht unbedingt, aber man probiert es dann einfach mal aus, ob das nicht eine Hilfe sein könnte. Ja, also man stimuliert den Nerv einfach willkürlich und sagt, ja, möglicherweise hat das ja zur Folge, dass so eine Entspannung zustande kommt, die wir eigentlich haben wollen und dass ganz bestimmte Hirnfunktionen angeregt werden, also neue Bahnungen im Gehirn angeregt werden, die dafür sorgen, dass der vielleicht sein Problem verliert, was so gravierend ist. Andere Stimulationsmethoden werden so durch die Haut gemacht, entweder auch mit Strom, also von außen, ja, zum Beispiel eine Stimulation im Ohr. Weil da gibt es so einen kleinen Abzweig des Nervus vagus, der kommt eigentlich hinten aus dem Halsbereich und führt in den Ohrbereich, ist möglicherweise noch so ein Rest aus der Evolution, beziehungsweise im Mutterleib, wenn das Kind wächst. Da spricht man von Kiemenbögen, aus dem sich ein Baby entwickelt. Und in diesen Kiemenbögen wird die Versorgung mit einem Nerv unbedingt benötigt. Und das sind möglicherweise noch so Reste aus dieser Zeit. Denn in diesem Ohrbereich, diese kleine Verzweigung, die spielt gar nicht so eine riesige Rolle und ist auch nur eine aufsteigende Information. Also wir würden jetzt spüren hier, wenn da reingestochen würde, reingepiekst würde oder möglicherweise auch Hitze, würden wir da auch wahrnehmen. Aber das ist gar nicht so eine Information, die sich jetzt ganz über den zentralen Nerv auch tatsächlich abwickelt. Ja, also teilweise ist auch der Nerv nach dem Arnold benannt, Arnold-Nerv oder auriculare Ast des Nervus vagus, also Ohrast des Nervus vagus.
Ja, tatsächlich kommt der da an. Und da kommen manche auch auf die Idee, dass wir sagen, dann machen wir hier eine Elektrostimulation, nehmen wir ein Gerät, stimulieren das Ohr oder stimulieren es irgendwie mit einem Stab oder jedenfalls, dass ein Reiz auf diesen Vagusnervast kommt. Aber das hat meist sehr wenig Erfolg, weil die Aktivität des Nervus vagus dadurch gar nicht angeregt werden kann. Dadurch ist das Signal, was ankommt, aufgrund der Verzweigung dieses Astes viel zu gering. Ja, aber durchaus kann im Gehirn etwas ankommen, das darauf hinweist, dass da Schmerz oder thermische Veränderungen sind. Das ist schon möglich, aber nicht so die gravierenden Erfolge, die man eigentlich da manchmal verspricht. Also ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Aber was so ganz wichtig ist, wir können natürlich unseren Nerv beeinflussen. Denn erstmal, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es muss eigentlich in unserem Körper so alles Mögliche in Ordnung sein, aber einiges kann der Nerv auch reparieren. Das ist eigentlich das Verrückte. Ja? Er kann sogar dafür sorgen, dass sich Entzündungen zurückbilden. Und dann ist ganz wichtig, dass die elementarsten Funktionen des Menschen, wo der Nerv nämlich besonders drauf anspricht, denn ich hatte auch am Anfang gesagt, dass er ja im Rachenraum eine große Rolle spielt. Nämlich wenn ich jetzt hier zum Beispiel spreche, dass meine Stimmbänder aktiviert werden, wenn ich atme, wenn ich schlucke. Ja, das sind so ganz zentrale Punkte. Da gibt es sogar eine Bündelung, wo sich der Nerv auch mit einem anderen Nerv noch trifft. Ja, der sitzt hier im Rachenraum und da sind Funktionen, die im Rachenraum stattfinden, also die im Mund- und Rachenraum stattfinden und durch meine Nase dorthin getragen werden, die sind ganz entscheidend. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass das Funktionen sind, wenn ich sage Elementarfunktionen, dass Funktionen sind wie Atmung, Schlucken, und ich füge immer noch eine dritte dazu, das ist die Haltung des Kopfes, damit das auch alles richtig koordiniert stattfinden kann. Ja, also diese elementaren Funktionen sind extrem wichtig. Und deswegen können wir auch mit diesen Funktionen unseren Nervus vagus am besten beeinflussen, wenn sie korrekt ausgeführt werden. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass sie korrekt ausgeführt werden. Und bei der Atmung wollen wir besonders darauf achten, dass wir nicht zu viel atmen. Maximal 6 Atemzüge. Ich erkläre euch gleich die Festformertherapie noch ganz kurz, da reiße ich an. Da sind es sogar nur 4,5 Atemzüge. Also wir gehen noch mal etwas darunter. Es sind 4,5 bis 5 Atemzüge in einer Minute, die ihr atmen sollt. Also wir verlangsamen unsere Atmung und haben dadurch einen beruhigenden Einfluss auf unseren Körper. Das ist die eine Sache, also diese Funktion von Atmung, Schlucken und Balance des Kopfes. Der andere wichtige Einfluss, den ihr nehmen könntet, wäre zum Beispiel über Meditation. Ja, Meditation wisst ihr ja auch, ja, man setzt sich irgendwo ruhig hin und nimmt eine bestimmte Haltung ein und kehrt mehr oder weniger in sich. Und da spielt die Atmung in der Regel auch eine große Rolle bei der Meditation. Aber man tut noch ein bisschen mehr sogar dazu, dass man sich noch zurückzieht von der Außenwelt und so sich auf sein Inneres stärker konzentriert. Also auch das könnt ihr euch vorstellen, hat natürlich eine gute Wirkung und eine sehr entspannende Wirkung. Und der Nervus vagus, der fühlt sich dabei halt sehr wohl, wenn das so ist. Ja, und als drittes so den Kopf mit kaltem Wasser zu benetzen. Das reicht eigentlich schon aus, so kalte Umschläge oder wenn man sich mit kaltem Wasser wäscht oder kalt duscht. Ja, das hat also auch eine tolle Wirkung. Da tritt so der Tauchreflex ein, also den kleine Babys noch haben beim Tauchen. Und das scheint dem Nervus vagus auch zu gefallen. Und wir haben beruhigende Reaktionen in unserem Körper, die dadurch ausgelöst werden. Also das sind so drei wichtige Bereiche, die auf jeden Fall eine Aktivität auslösen. So ganz übertriebene Sachen, ich denke da mal an Eisbaden, mache ich auch irgendwann noch mal ein Video zu, die tragen da nicht unbedingt zu bei, auch wenn das manchmal unterstellt wird, aber die können sogar eher das Gegenteil bewirken, dass das sympathische Nervensystem viel stärker angesprochen wird, also ich viel stärker unter Stress stehe. Das kann sogar bis zum Schock führen. Also, das sind so diese Extreme, die sind manchmal nicht ganz ideal, auch wenn sie von dem einen oder anderen so verkauft werden. Ja, aber
muss nicht unbedingt richtig sein, muss man kritisch mit umgehen. Gesundheit braucht Verstand. Gut, das ist das eigentlich, was ich euch jetzt erzählen wollte. Jetzt erkläre ich euch noch, warum die Festformertherapie besonders geeignet ist, auf den Nervus vagus zu wirken. Denn hiermit trainieren wir ja die Atmung, das Schlucken und die Kopfbalance. So, und wenn einige meinen, das wäre eine Werbung, nee, ist keine Werbung, sondern ich muss es erklären, damit ihr es überhaupt kennenlernt. Wie sollt ihr denn sonst davon erfahren? Ja? So, also, wir trainieren diese 3 Mechanismen, ich nenne das triadischer Funktionskreis, damit der Nervus vagus in seinen Zustand kommt, wo er unseren gesamten Körper entspannt. Ja, das ist eigentlich das Besondere dabei. Wir atmen wenig, 4,5 Atemzüge. Wir atmen tief und gleichmäßig. Also wir halten ganz kurz die Luft an, während wir schlucken. Das ist aber immer so. Ja? Wenn ihr schluckt, könnt ihr nicht gleichzeitig atmen. Könnt ihr ausprobieren. Ja? Schlucken, atmen, aufhören, weiter atmen. Ja, das machen wir hier auch, nichts anderes. Also wir verfolgen einen natürlichen Prozess. Durch die Aktivierung des Lippenkeils weiten sich die Atemwege und das nutzen wir aus, um die Atmung so durchzuführen, wie es dem Nervus vagus gefällt, ja, und unseren Körper zu entspannen. Die Festformertherapie ist natürlich noch gegen eine Vielzahl von anderen Störungen, wird sie angewendet, obwohl sie eigentlich nur die elementarsten Funktionen des Menschen behandelt. Nämlich Atmung, Schlucken und Kopfbalance. Aber die Folgen, wenn diese Funktionen korrigiert sind, ist halt, dass der Nervus vagus einen starken Entspannungszustand und natürlich, dass wir die Fehlfunktion, die dafür sorgen, dass die Körperspannung, also dass der sympathische Nervensystem der aktivere Teil ist, dass wir ständig einen unterschwelligen Stress haben in unserem Körper, um das aufzulösen. Deswegen machen wir die Festformertherapie. Ja, und das ist das, was ich heute sagen wollte. Leitet das Video an Freunde und Bekannte bitte weiter und Daumen hoch, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Ja, und schreibt unter das Video einen Kommentar. Wir gehen ja immer so schnell wie möglich drauf ein. Okay, gut, dann sage ich wieder Tschüss für heute.